Wir haben die Schönheit Kambodschas genossen, sind in ein Inselparadies eingetaucht und haben zum ersten Mal seit Monaten wirklich eine Pause gemacht. Eine wohlverdiente Pause nach allem, was hinter uns liegt. Doch so schön es auch ist, nichts ist unendlich. Und so beginnt für uns der Rückweg zurück zum Festland. Dort warten bekannte Probleme auf uns. Ein halb kaputtes Motorrad und ein defekter Laptop, die beide eine Lösung brauchen. Trotzdem nehmen wir uns die Zeit, die Hauptstadt weiter zu erkunden. Wir besuchen verschiedene Märkte und erleben den starken Kontrast zwischen Moderne und Armut. Doch dann beginnt eine neue Etappe für uns. Wir machen uns auf den Weg nach Vietnam. Guten Morgen zusammen. Unsere Zeit hier auf der Insel ist jetzt wirklich vorbei. Wir waren jetzt 2 Wochen hier. Die Zeit verging richtig schnell. Wir haben auch sehr wenig gefilmt, weil wir einfach nur in Anführungsstrichen Urlaub gemacht haben und sehr viel gearbeitet haben. Wir haben sehr viel Neues. Es ist 6 Uhr morgens. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Pier, um uns von dem Boot abholen zu lassen, wo wir beide noch gespannt sind, ob das überhaupt kommen wird. Das ist auch brutal früh, ist gerade mal 6 Uhr jetzt. Für uns wirklich ein Rekord. Ja, da ist der Pier. Heute ist das Meer ganz schön aufgewühlt. Sieht aber trotzdem wirklich schön aus. Da liegt der Motor von dem Boot. Ja, krass. So stürmisch war es hier noch nie die letzten Tage. Wir sind jetzt auf unserem kleinen Schiff, das uns jetzt zum Hafen bringt. Und dann heißt es Ciao sagen zu dem kleinen Paradies hier. Jetzt geht's weg. Schade, schon ist die Zeit vorbei. Viel gemacht, jetzt geht's dann zurück in die Hauptstadt. Aber erstmal warten ganz viele Stunden Bootfahren auf uns. Oh, halt ist ganz schön wackelig. Ja, heute ist es mir ziemlich dunkel. Ja, scheiße. Die Motoren sehen auch echt wild aus. Voll selfmade dieses Boot. Mal gucken, wir sind auch echt spät dran. Die wollten eigentlich eine Stunde früher kommen. Wow, das ist echt ein Wackelboot, ey. Ja, leck mich am Arsch. Oi, oi, oi. Gut, dass wir nichts gefrühstückt haben heute. Krass. Echt super unruhig das Meer hier. Genau an dem Tag, wo wir fahren. Das Boot ist auch nicht ganz wasserdicht. Da kommt ein bisschen Wasser rein an der Seite. Dennoch ein echt gutes Boot. Ja, ist schon nice. Das heißt, es ist echt goodbye zu dieser verlassenen Insel, zum verlassenen Strand, zu diesem Dschungel und zurück in den Verkehr, in die Realität. Nach 2 Wochen wieder Motorrad fahren. Das wird alles nicht so ohne, glaube ich. Oi, oi, oi. Echt geil hier. Aber das Boot ein bisschen Schlagseite, ist alles bis nach links geneigt. Ich glaube, weil Wasser reinläuft auf der einen Seite. Wird schon alles passen. Ist echt schön. So früh am Morgen. Oi, oi, oi. Wir haben jetzt das Boot gewechselt, wir sind jetzt in einem etwas größeren Boot drin, so einen kleinen Fischer drauf. Ein bisschen müde werden wir auch langsam, weil wir nicht so früh aufgestanden sind. Jetzt geht es wirklich ans Festland für uns. Es war echt ein kleines, süßes Fischerdorf, wie man sich das vorstellt. Da sind wir gespannt, ob noch mehr aufgeladen wird. Bis jetzt sind wir echt leer. Wir werden auch irgendwas mitnehmen. Ja, und dann geht es leider echt zurück aufs Festland. Schade. Aber mei. Wir freuen uns auf die Motorräder. Noch nie waren diese Motorräder so lange nicht im Einsatz. Nee, aber wenn wir dort sind, heißt es Starthilfe geben, Gepäck zurückladen. Ah. So, und schon legen wir ab. Jetzt geht's rückwärts raus, aufs offene Meer. Und dann, ja, mal schauen, wie lange die Fahrt dauert, was uns jetzt noch alles erwartet. Und ob die Motorräder noch da sind. Und Abfahrt. So eine schöne Insel. Zeit ist vorbei. Jetzt wartet das offene Meer auf uns. Wir machen schon den ersten Stopp hier. Wir sind jetzt ein Stückchen rausgefahren aus dem Meer. Oh Gott, bisschen schnell. Wir laden jetzt, glaube ich, Fisch auf. Das ist so ein Fischkutter, also Fischgedärme. Wir sind ein bisschen vorbeigefahren. Ich glaube, das ist aber kein Problem. Und ja, dann wird es, glaube ich, ganz schön stinken hier. Und der mag keinen Fisch. Das stinkt voll übel und dann ist Also vorbeigefahren. Nice, was für ein Chaos hier. Ich liebe es. ja. Dafür haben wir das billigste Boot. Oh ja. Schwerer Start. Und so beginnen wir unsere lange Fahrt zurück und werfen einen letzten Blick auf dieses kleine Paradies.
Ein kleiner Traum, der in Erfüllung gegangen ist und den wir trotzdem viel zu wenig genossen haben. Mehrere Stunden Bootsfahrt liegen nun vor uns in diesem kleinen, wackeligen und lauten Holzboot. Die Fahrt geht immer weiter, Stück für Stück werden unsere Ohren taub, während die Insel am Horizont immer kleiner und kleiner wird. Wir fahren jetzt genau zu der Stadt, die uns beim letzten Mal alle Nerven gekostet hat. Oh Junge, pass mal auf, Alter! Noch schlimmer ist jedoch, dass wir überhaupt keine Ahnung haben, wie unsere Reise ab dem Festland weitergehen soll. Doch um uns darüber Gedanken zu machen, müssen wir auch erst einmal dort ankommen. Wir sind da bei den Motorrädern. Da stehen die zwei alten Kisten. Tada, nach 2 Wochen, so lange waren sie echt noch nie nicht in Benutzung. Alles noch dran auf den ersten Blick, wir sind gerade angekommen. Wir haben aber einen ganz verrückten Plan ausgeheckt. Und zwar, wir werden die Motorräder hier weiterhin stehen lassen und jetzt erstmal wieder in die Hauptstadt fahren, denn wir wollen nach Vietnam gehen. Und wir möchten halt die Motorräder hier lassen und dafür müssen wir erstmal das mit dem Custom abklären. Ja, gibt 2 Probleme. Man darf nämlich auch nicht mit dem eigenen Fahrzeug nach Vietnam fahren, weil es 1000 Euro kostet die Einfuhr. Und uns ist unser Plan, nach Vietnam zu laufen, also mit dem Bus zu fahren und uns dann da so einen 100-Euro-Roller zu kaufen und so ein Schrottding halt und dann da so eine Rollertour durch Vietnam zu machen. Ja, deswegen Plan, Motorräder stehen lassen, erstmal zum Customs nach Phnom Penh. Ja, und hoffen, dass es klappt. Wenn nicht, heißt es wieder hierher zurückgehen und die Motorräder ab. Ja, es sind nur 300 Kilometer hin und her, also eine Strecke. Aber wir hoffen, dass es klappt. Eine Rollertour in Vietnam wäre richtig lustig. Das wäre richtig nice, ja. Wir sind wieder in der Hauptstadt Kambodschas angekommen. Lange ist es her, dass wir hier waren, aber wir sind wieder da. Wir haben es vermisst. Hat sich nicht verändert. Nee, aber Gott sei Dank haben wir die Motorräder heute stehen lassen, weil es hat heute mehrmals wirklich stark geregnet auf dem Weg hierher. Plus dieser Stau immer in der Hauptstadt, die Motorräder werden brutal überhitzt mal wieder. Also die Rush Hour hier hat echt einen ganz anderen Namen. Und wir haben einfach für 15 Kilometer haben wir eine Stunde gebraucht. Das ist schon krass. Wir haben jetzt viel vor, wir werden eine Woche zurück hier bleiben. Wir müssen jetzt mal ein Hotel finden für morgen, weil es ist jetzt so ein kleinen ranzigen Hotel drin. Wo dann produktiv sein können. Wir müssen zum Zoll, wir müssen den Computer in die Reparatur bringen und wir müssen Klamotten einkaufen. Wir haben nichts mehr zum Anziehen. Aber erstmal gucken wir uns hier um. Ah ja, stimmt, wir haben gerade eine ganz wichtige Mission. Bier. Ja. Ich suche nach Bier. Inzwischen ist schon Abend geworden. Wir haben uns jetzt Bier organisiert und was zu trinken. Jetzt geht es aber was zu essen zu holen. Ja, ein bisschen Stärken für morgen. Weil morgen wird ein anstrengender Tag. Mit den ganzen Sachen, die wir erledigen müssen, mit dem Custom Office, mit dem Dell-Laptop. Viel zu tun. Haare schneiden müssen wir auch dringend. Wir haben beide echt Frisuren wie so ein 12-Jähriger inzwischen. Ja, das ist wirklich ganz wichtig. Hier sind aber ein Haufen Friseure, also das wird kein Problem sein. Ja, und jetzt geht's dann zurück in unser neues Hotel und dann morgen wird es richtig ernst. Und dann, wenn wir das morgen geschafft haben und alles hoffentlich klappt mit dem Computer, mit dem Zoll, dann können wir mal ein bisschen Sightseeing hier machen. Ja, also erstmal gucken, was es zu essen gibt. Wir sind hier jetzt in dem Tuk-Tuk unterwegs, schon neuer Morgen in der Hauptstadt. Wir haben viel zu tun, aber sind auf dem besten Weg, es zu erledigen. Ja, wir sind jetzt auf dem direkten Weg zum Dell-Service, um unseren Laptop abzugeben. Hoffentlich klappt es auch alles ganz schnell und danach geht es noch zum Custom. Das müssen wir auch noch abklären mit den Fahrzeugen. Wenn das alles heute klappt, haben wir echt viel geschafft. Mal gucken, hoffentlich kriegen wir diese blöde Kiste jetzt endlich repariert hier auf die Garantie. Hoffentlich kommen wir jetzt sicher an. Und hoffentlich kriegen wir die gute Bestätigung, dass wir nach Vietnam dürfen. Das wäre natürlich alles ein Traum. Dann haben wir in einem Tag eigentlich alles geschafft. Vielleicht geht es noch zum Friseur. Ja, das ist echt wichtig. Und dann perfekt. Wir haben es geschafft. Wir haben alles erledigt, was wir heute erledigen wollten. Gute Nachricht ist, wir haben die Erlaubnis halt bekommen vom Customs Office, dass wir die Fahrzeuge hier in Kambodscha stehen lassen dürfen und nach Vietnam fahren dürfen. Unser verrückter Plan geht auf. Ja,
nochmal um 1 Monat verlängert für die Fahrzeuge. Leider konnten die bei Dell uns heute nicht helfen. Das mit dem Laptop hat sich noch nicht geregelt. Leider. Nö, jetzt haben wir wieder mit dem Kundenservice in Deutschland telefoniert. Die haben uns gesagt, dass wir morgen wieder zum Service gehen sollen und dann mit dem reden sollen, dass wir uns dann mal angucken und morgen darauf Lust haben. Wir waren beide beim Friseur, wie man sieht. Und morgen haben wir echt vor, Sightseeing-Tour zu machen. Ja, auch wenn wir schon lange hier sind, haben wir eigentlich nur wenig gesehen. Ja. Wir müssen noch viel kaufen, Klamotten und so brauchen wir. Ja, das ist der Tag schon gelaufen, schon Abend. War auch echt anstrengend, den ganzen Tag mit Tuk-Tuk hin und her gefahren. Und dieses Customs Office, da waren wir auch echt lange, weil wir wieder sämtliche Probleme hatten mit irgendwelchen Passwörtern und Konten. Und da war Film und alles komplett verboten. Da brauchst du auch so eine Besucherkarte, musst du mit einem Pass anmelden, kriegst du so eine Karte hier um den Hals. Die sind super streng, was diese Government-Gebäude angehen. Jetzt gehen wir einfach mal ins Bett und morgen ist ein neuer Tag. Neuer Tag beginnt hier in der Hauptstadt. Heute leider nicht das beste Wetter, aber dafür ist die Temperatur mal sehr angenehm und es ist nicht ganz so heiß. Wir wollen uns dann mal die Stadt anschauen, ein bisschen einkaufen gehen. Da haben wir beide kaum noch Klamotten und irgendwas. Und was der Tag so bringt, ich hoffe, das Wetter wird halt echt noch besser. Und ja, aber ich denke schon, es regnet eigentlich nie wirklich lange, eigentlich nur so 1-2 Stunden maximal, dann ist es wieder vorbei. Mal schauen. Wir haben jetzt so einen kleinen Hinterhofbazar gefunden. Wir waren eigentlich auf der Suche nach Klamotten. Jetzt gibt es hier ungekühltes Fleisch. Sehr interessant. Mal gucken, was es hier so alles Tolles gibt. Aber diese kleinen Hinterhofbazare sind eigentlich immer richtig nice. Und richtig lustig. Der Geruch ist halt nur etwas anstrengend mit dem Fleisch. Es gibt aber schon die ersten Klamotten. Wir brauchen dringend T-Shirts und so. Das ist ja krass, wer kauft sich hier denn bitte Fleisch? Ja, und dann schauen wir mal, was es hier so Tolles gibt. Wir sind in der Mall angekommen. Da hinten war es ein bisschen krasser, gehen wir gleich mal hin. Es ist genauso wie in China, diese eine Mall. Super eng, es gibt wahrscheinlich alles hier zu kaufen. Aber das Problem ist, du wirst es wahrscheinlich nicht finden. Wir sind eigentlich nur auf der Suche nach einem T-Shirt und vielleicht irgendwas anderes Kleines, was man halt so findet, so an Gadgets oder so, was wir vielleicht brauchen könnten für unsere Reise ohne Motorrad und mit wenig Gepäck. Aber das erste recht finde, es gibt hier mehrere Stockwerke auch noch und das ist halt echt riesig. Alter, das sieht echt komplett wild hier aus, ey. Das ist echt einer der besseren Malls, wo wir gerade gelandet sind. Jetzt geht es in den 2. Stock hoch und dann den 3. Stock. Mal schauen. Wir sind schon mittlerweile im 3. Stock oben. Wir haben es schon echt hoch geschafft. Der Geruch hier ist teilweise echt streng, weil hier halt Klamotten verkauft werden und dann daneben Fisch verkauft wird. Das ist ziemlich random. Unsere Insta nicht. Können wir nicht wirklich filmen. Oh Gott, fast über den Stuhl geflogen. Es ist ziemlich eng. Ja, schade, dass immer die Insta vergessen, wenn irgendwas Besonderes passiert. Hier bei der Puppenausstellung, jetzt kriegen wir bestimmt wieder einen richtig schönen Blick nach unten. Oh, jawohl. Wir sind wieder im Chaosstock angekommen, ganz unten. Wir haben oben 2 Klamotten gefunden, die waren uns aber alle zu klein. Also selbst 4XL haben wir anprobiert. Das war die größte Größe, die die haben. Das war uns zu klein. Das hatte ich echt noch nie. So ein Problem, dass mir was zu eng ist. Jetzt gucken wir mal hier unten weiter. Und ja, hoffen immer noch irgendwas Kleines, Nettes zu finden. Oder zumindest ein T-Shirt. Endlich draußen. Da drin ist echt eine richtig dicke Luft. Jetzt haben wir ein bisschen dünnere Luft hier draußen. Ja, hier geht es noch genauso weiter. Das ist echt ein großer Markt. Aber leider ist irgendwie kaum was für uns dabei gewesen. Auch die Klamotten waren alle ein bisschen zu klein. Sehr merkwürdig. Ja, und dann haben wir eigentlich nichts gefunden, außer eine Kette und so eine Winkelkatze. Ja. Wir sind jetzt hier bei so einem Military Market. Da sind wir die besten Place, um Sachen zu kaufen für uns. Weil hier gibt es halt einfach richtig geile Taschen und Sturmhauben. Ja, wir haben jetzt uns auch beide eine Sturmhaube geholt und so ein bisschen anderes Sachen. Ja, so ein paar kleine Taschen, weil die verschleißen doch recht schnell und sowas kriegt man hier immer richtig gut. In jedem Land gibt es eigentlich so ein Military Market. Ist eine nice Sache. Jetzt sind wir eigentlich fertig. Wir haben noch nicht alles bekommen, weil wir jetzt auch nach Vietnam fahren. Müssen uns halt ein bisschen vorbereiten, was wir da mitnehmen auf den Rollern. Ja, weil wir werden ja kaum Gepäck haben und deswegen Taschen. Wir sollten nicht so viel Gepäck haben. Wir könnten schon viel mitnehmen. Deswegen, ob wir noch irgendeine Tasche dann mitnehmen. Aber es ist schon wieder immer wieder verrückt, diese Orte. Wir sind jetzt auf dem Weg in die Laundry. Oh, ein Fischladen. Ah, so riecht's auch. Wir haben ewig keine Wäsche mehr gewaschen, nur noch per Hand und das ist einfach dringend notwendig. Ja, so richtig sauber wird es halt nicht, deswegen einfach nochmal alles richtig waschen, bevor es nach Vietnam geht. Ja, wird lustig. Wir hoffen echt, dass wir uns da einen Roller ausleihen können. Nächste Woche soll es schon losgehen. Jetzt wollen wir noch schnell ein paar Elektrogeräte nach reinschauen. Wir brauchen noch so Kameraadapter, weil unser Ton ist ja extrem schlecht geworden, seitdem wir die Ace Pro haben, dass wir da wieder einen richtigen Ton hinkriegen. Und ja, dann noch ein bisschen was im Laptop machen, dann geht's nach Vietnam. Ich hoffe echt, dass wir uns da so einen Roller kaufen können.
Jetzt müssen aber erstmal der armen Frau in der Laundry Ja, ist immer ein bisschen unangenehm. unsere stinke Sachen geben. Ja, wird schon. Ha. Und so verbringen wir unsere letzten Tage in der Hauptstadt. Unsere Laptops sind inzwischen in der Reparatur. 4 bis 6 Wochen wird es dauern. Anstatt in Phnom Penh zu warten, ist es für uns das perfekte Timing für unseren Vietnam-Trip. Und so genießen wir unsere letzten Tage in der Hauptstadt. Hier trennen sich nun auch die Wege mit Luca, unserem Freund und Mitreisenden. Viele Monate waren wir gemeinsam unterwegs, durch Höhen und Tiefen, durch Pannen, Abenteuer und unvergessliche Momente. Der Abschied fällt uns nicht leicht. Auf all die Herausforderungen und die guten Zeiten trinken wir ein letztes Bier zusammen, bevor sich unsere Wege endgültig trennen. Ab jetzt sind es wieder nur wir zwei, ohne den Van im Hintergrund. Und dann kommt er irgendwann, der Tag der Abfahrt. Guten Morgen zusammen. Jetzt ist der Tag gekommen. Wir sind echt früh aufgestanden. Die ganzen Katzis sind auch noch gerade am Aufwachen. Die genießt die Sonne, da hinten genießen zwei die Sonne. Die Rezeption ist leider nur von Katzen gerade eben besetzt. Das ist nämlich ein großes Problem. Wir sind extra früh aufgestanden, um den Bus zu erwischen. Ja, wir müssen halt noch unser Zimmer zahlen und auschecken. Das ist ein bisschen blöd, dass gerade niemand da ist. Und dann geht es für uns danach zum Busbahnhof und hoffentlich erwischen wir auch noch einen Bus, weil wir haben noch kein Ticket. Nee. Ja, es geht wirklich nach Vietnam für uns. Jetzt geht's los. Wir sind echt gespannt. Wir haben gar keinen Bock auf 6 Stunden Busfahrt und wir haben uns gar nicht informiert, genau wo die Busse abfahren, wann die Busse fahren. Ja, müssen wir alles noch rausfinden. Deswegen sind wir jetzt extra so früh aufgestanden. Es ist jetzt 7:45. Ja, aber es ist halt niemand da. Ne? Wir hoffen, dass die Rezeption bald aufmacht und dass wir... Yes. You already paid? No, we have to pay. Perfekt. Und dann geht es echt nach Vietnam. Das wird wirklich spannend. Also, erstmal bezahlen, dann Tuk-Tuk. Wir haben jetzt richtig Glück gehabt. Da hinter mir steht der Bus. Mit dem können wir jetzt fahren. Das ist eigentlich mit der billigste, den wir hier gefunden haben. Und der fährt auch gleich los, 9:30. Nicht wie die anderen um 11. Es ist richtig Glück, dass wir jetzt echt da reinkommen. Und wir zahlen ja $20 für das Ticket. Dauert 6 Stunden die Fahrt mit Grenzübertritt. Ja, wir sind mal gespannt, wie der Bus fährt und ob alles klappt an der Grenze. Und dann sind wir hoffentlich heute Nachmittag in Ho Chi Minh. Oder wie heißt die Stadt? Ich weiß nicht. Saigon? Zagau? Weiß nicht. Keine Ahnung. So, der Bus ist losgefahren. Wirklich auf die Minute genau. Das ist echt krass. Nicht mal in Deutschland kannst du es erwarten, dass ein Zug pünktlich kommt. Jetzt geht's für uns raus aus der Hauptstadt. Wir waren ja echt lange hier. Hoffentlich kommen wir bald in Ding an. Hoffentlich wird der Busfahrer auch nicht gleich die ganze Zeit Vollgas geben. Das ist auch wirklich ein Riesenbus, der ist so lang und damit durch die Stadt zu fahren mit den engen Straßen, den Kurven und so, das ist echt nicht ohne. Er weiß hoffentlich, was er macht. Aber es ist schon echt. Wir sind mal gespannt, wie Vietnam ist, ob das da auch so ein Chaos ist. Aber heute ist halt Sonntag und Feiertag. Wir hoffen, dass der Verkehr nicht ganz so schlimm ist. Bis jetzt sieht es gut aus. Wir haben es eigentlich geschafft. Vor uns liegt Vietnam nach einer ewig langen Busfahrt. Hinter uns ist die Grenze, war echt ziemlich überraschend. Sehr einfach. Ohne Fahrzeuge ist alles echt kein Problem, ohne Zoll und sowas. Ja, jetzt geht's nach Vietnam. Mal schauen, was uns erwartet. Und dann kommen wir hoffentlich bald mal an und können uns gleich mal nach dem Roller umschauen. Ja. Und so geht unsere endlose Busfahrt weiter. Wir sind jetzt in unserem 26. Land auf dieser Reise. Doch zum ersten Mal ohne unsere Motorräder. Für uns geht's zu Fuß weiter. Die Papiere für die Motorräder hätten über 1.000 € gekostet, pro Fahrzeug. Die Entscheidung war schnell getroffen. Die Bikes bleiben in Kambodscha und bekommen eine Pause. Jetzt geht es erstmal darum, uns in diesem neuen Land zurechtzufinden. Wir haben keine SIM-Karte, keine Planung und auch kein Geld. Endlich angekommen. Wir haben auch schon direkt Geld abheben können. Richtig glücklich. 7,5 Stunden hat die Busfahrt gedauert. Ja, hat sich echt gezogen, aber war eine angenehme Busfahrt eigentlich. Die Sitze waren recht bequem, man hatte recht viel Platz. Ja, der Fahrer ist nicht so gefährlich gefahren. Jetzt geht's los, eine SIM-Karte zu finden. War schon alles geschafft. Geld und SIM-Karte ist perfekt. Geil. Zimmer ohne Fenster mal. Wir haben es mal wieder geschafft. Top. Oh, gratis Instant-Nudel. Boah. Wir haben alles geschafft. Wir haben SIM-Karte bekommen, Geld bekommen, Hotel bekommen, hat alles am Schnürchen geklappt. Vietnam gefällt uns echt gut. Das ist unser ganzes Gepäck, was wir dabei haben. Wir sind echt minimalistisch unterwegs. Das Allerbeste, es gibt hier McDonald's. Wir haben uns auch schon Big Mac bestellt und ganz viel anderes. Einfach geil. Ein Traum, ey. Einfach für 5 Big Macs.
Pommes, ein Getränk. Und noch ein Burger, 13 Euro. Das ist krass. Dafür zahlst du in Deutschland für einen Mac-Menü. Da kriegen wir einfach so viel hier für 13 Euro. Das ist ein Traum. Wir waren gerade da hinten im 7-Eleven einkaufen. Richtig schön, wieder ins 7-Eleven zu gehen. Jetzt dürfen wir beim Security sitzen. Richtiger Traum. Der hat uns auch noch so eine Frucht geschenkt und aufgeschnitten. Keine Ahnung, was es ist. Schmeckt nicht so, wie es aussieht. Es sieht eher süß aus, es schmeckt aber eher sauer, bitter und hat halt ganz viele Kerne drin. Das ist aber echt interessant. Das sind noch Bier aus Vietnam. Echter Traum. Ja, erste Stunden Vietnams sind hinter uns. Erster Eindruck bisher sehr gut. Ein neuer Morgen hier in Vietnam und es geht direkt mit Action los. Denn heute ist der Tag, auf den wir so lange gewartet haben. Wir gehen uns jetzt einen Roller kaufen. Wir haben unsere Helme dabei, aber auch unsere Dreckwäsche. Wenn wir schnell Wäsche abgeben und dann finden wir hoffentlich auch recht schnell einen Roller und können dann hier runter. Wir wollen einen richtig coolen Roller haben, was richtig nice ist. Und wir haben auch so eine richtig gute Idee, wo wir dann hinfahren wollen. Aber jetzt gehen wir erstmal auf Rollersuche. Ich freue mich, so einen Roller zu fahren. It's too much. You have 100. 100 Yeah. Thank you very much. Thank you. Wir sind hier in der Straße, wo die ganzen Rollerhändler sein sollten. Wir haben aber noch keinen gefunden. Ja, leider war der Rollerladen viel zu teuer. Der wollte für so einen ganz ranzigen Roller schon $500 haben. Das glaube ich nicht, dass die so teuer hier sind. Zumal, das glaube ich nicht. In China, da gab es ja nagelneue Hondas für $600 zu kaufen. Wir laufen jetzt immer weiter die Straße entlang zu neuen Händlern in der Hoffnung, dass wir einen besseren Preis finden. Vor allem haben uns auch andere Reisende schon gesagt, dass sie hier für $200-300 Motorräder gekauft haben. Also das kann nicht sein. Nee, da werden wir schon was Billiges finden. Genau sowas hier wollen wir haben. Sowas richtig Ranziges. Wir warten jetzt auf unseren Bus. Dann geht es wieder auf die andere Seite der Stadt. Den ganzen Tag fahren wir schon hin und her. Ja, mal schauen, ob wir da Motorräder finden. Das, was jetzt war, vielleicht eine Notlösung. Mal schauen. Da, wir sind endlich im Bus drin. Es war jetzt gar nicht mehr so leicht, diesen Bus zu finden. Wir haben einfach den Fahrer gefragt und der meinte, wir sollen bis zum Ende drin bleiben. Mal schauen, wo wir landen. Gott, ist das schwer, ey. Wir haben uns endlich einen billigen alten Roller hier bekommen zum Probefahren. Der Marc wird jetzt mal Testfahren hier mitten im Verkehr. Da fängt dann an, jetzt auf die Zeit. Das wird schon schief gehen. Hoffentlich funktionieren die Bremsen, ey. Da bin ich jetzt mal gespannt. So, wünschen wir mal viel Glück hier. Oh Gott. Und weg ist er. Mitten im Verkehr. Geil. Roller und Marc sind wieder da. Fazit, der Roller fährt, er bremst. Ja, alle Erwartungen werden erfüllt. Was will man mehr? Alles perfekt. Oh, da ist der zweite, der ist noch besser. Jawohl. Ja, krass. Wir haben uns so gefreut über den Roller, aber jetzt haben wir leider herausgefunden, dass es gar kein Honda-Roller ist, sondern ein Honda-Roller. Das ist natürlich jetzt blöd, ne? Also für einen China-Motor ist es dann echt ein bisschen teuer. Ja, da muss man mal schauen, ob noch was am Preis geht, weil es halt fake, ne? Ja, der andere ist leider auch China, auch wenn Honda draufsteht. Das müssen wir uns überlegen, weil da ist es doch ein bisschen viel Geld. Überlegen, dass wir für einen Honda halt auch nur so 200, 250 zahlen. Wir sind wieder zurück, jetzt diesmal mit der Yamaha und nicht mit dem China-Teil. Jetzt macht der Marc mal eine Probefahrt mit der Yamaha, aber ich glaube irgendwie, dass es das Teil werden wird. Ist halt, ja, nicht der beste Verkehr für Probefahrten. Ja, es ist ganz schön viel los. Ja. Oh Gott, ey, das kann man doch knicken. Da fährt er stolz auf seiner Yamaha. Jawohl, jawohl. Das wird jetzt ein richtig schwerer U-Turn, ey. Krass. Ja, ich glaube, wir sind kurz davor, uns diese zwei schnuckligen Yamaha-Roller zu kaufen, die auch echt toll aussehen. Das Beste an der Sache ist, die sind auch exakt gleich. Es sind die genau gleichen Roller, die genau gleich aussehen. Ich bin echt gespannt, ey. Papiere passen alle, jetzt muss noch der Preis noch ein bisschen passen und dann perfekt. Und da wird der Vertrag gemacht. Wir kaufen uns wirklich ein Motorrad in Vietnam. Das ist so cool. Richtig nice, mitten hier in dieser kleinen Werkstatt. So glücklich. Endlich wieder Motorrad fahren, auch so was Lustiges. Da stehen unsere zwei Chassis, 1:1 die gleichen Roller, einfach genial. Hat jetzt 270 € circa gekostet, also echt nicht so teuer, plus ein frischer Ölwechsel, plus geile Motorräder.
Jetzt gleich begeben wir uns hier in diesen Verkehr ohne Navi auf dem Weg zurück zum Hotel. Und wenn dann diese Fahrt gleich beginnt, dann beginnt ein ganz neues Kapitel hier in Vietnam. Absolutes Chaos, Leute. Es wird richtig verrückt. Wir wollen die bekannteste Motorradstrecke hier in Vietnam fahren. Einmal nach Hanoi und wieder zurück. Das sind über 3000 Kilometer mit diesen Rollern, diesem Verkehr. Das wird genial. Das ist lustig. Du hast ja Licht aus, ne? Oh. Oh, mein Navi geht nicht. Scheiße, wer hat hier links gemusst? Mein Navi geht nicht. Cursing von GPS. Ja. Nee. Wir müssen irgendwo anhalten, das Navi zu laufen kriegen. Oh, verdammt. Oh Gott, Alter. Ich bin richtig wild hier, Alter. Junge, ist das krass hier, ey. Du bist noch hinter mir. Oh Gott. Ah, ich sehe doch keine Ahnung, was Navi gesagt hat. Oh, cool. Oh, verdammt. Oh mein Gott, das ist doch unmöglich. Ich weiß nicht, wie links habe. Oh, danke. Ja, okay. Ja, krass, was geht hier ab, Alter? Ich kann gar nicht, ey. Alle über den Käfig. Oh mein Gott. Ich habe mal aufgepasst. Ja, okay, jetzt über den Käfig. Ja. Oh mein Gott, Alter, das war das krasseste Linksabbiegen, was ich je in meinem Leben gemacht habe, ey. Ja. Oh mein Gott, das ist echt nicht ohne, Alter. Oh Gott. Ich klinke einfach mal. Ja, kann man ewig machen hier. Oh Gott, das sah echt arschig aus. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Und die Fahrt hierher war komplett wild, aber wir haben es endlich geschafft, hier anzukommen. Ich glaube, wir sind eine Stunde im Kreis gefahren und wir haben unsere Wäsche auch noch abgeholt. Da stehen unsere zwei Bestien. So, Fazit nach der ersten Fahrt. Sie laufen nicht perfekt, sie haben so ihre Probleme, ne? Also gar nicht wirklich perfekt, aber wir hoffen, dass sie uns die 3000 Kilometer bringen. Ja, und morgen werden wir einfach unser Gepäck draufknallen und losfahren. So weit wie wir kommen. Es ist auch so komisch, mit dieser Halbautomatik zu schalten und die haben 9 PS, die Teile. Das, ja, fährt sich ja wie ein Fahrrad, ne? Ja. Nicht übel. Not bad, ne? Bei mir funktioniert die Gangschaltung irgendwie nicht richtig und sein Motorrad qualmt und geht aus. Danke, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Hier auf unserem zweiten Kanal laden wir parallel zum Vietnam-Videos auch unsere Vietnam-Vlogs hoch. Dort seht ihr jeden Mittwoch all die Momente, die es nicht in die großen Videos geschafft haben, ungefiltert und unterwegs auf der Straße. Schaut gerne vorbei und wir sehen uns beim nächsten Video. Alter, wie das abgeht, Junge, die Roller fahren auf ein ganz anderes Level hier, ey. Sind die Tomate zum Aufbau? Falls das Blut hat, wird man dann drücken. Ah, okay.